Hallo und herzlich willkommen bei Video Control. Ich heiße Christian und zeige jetzt, wie man Clips in die Timeline einfügt. Zunächst stelle sicher, dass die Tastaturbefehle in Premiere auf Standard und Anwendung gestellt sind. Die Tastaturbefehle findest du mit der Tastenkombination Alt-Command-K. Um Clips in die Timeline zu schneiden, gibt es verschiedene Wege. Es gibt einmal die Möglichkeit, Clips per Drag and Drop einzufügen. Zieht man die Clips mit gedrückter Maustaste in die Timeline und bewegt die Maus in der Sequenz rauf und runter, werden die Bild- und Audiospuren immer der nächsten Spur zugeordnet. Mit gedrückter Command-Taste wird der Clip zwischengeschnitten, das heißt, der Clip verschiebt alle folgenden Clips. Eine andere Methode und auch eine genauere ist es, den Clip in den Quellmonitor zu legen und mit In und Out eine Auswahl zu treffen. In der Timeline geht man zur gewünschten Zeit. Die Auswahl aus dem Quellmonitor wird mit gedrückter Maustaste auf den Programmmonitor gezogen. Eine Grafik mit mehreren Möglichkeiten erscheint. Hier einfügen. Bei Einfügen wird die Auswahl an der Stelle eingefügt, an der sich der Abspielknopf befindet, und die nachfolgenden Clips verschieben sich nach hinten. Die Sequenz wird länger. Einfügen vor und Einfügen nach schneiden die Auswahl des Clips vor bzw. nach dem Clip, auf den der Abspielknopf steht. Dabei ist auch die Spurzuordnung zu beachten. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich wechsle die Spurzuordnung. Die V1 geht jetzt auf die V2. Ich ziehe den Clip auf Einfügen nach und der Quellclip wird auf die Spur V2 in der Timeline geschoben. Und zwar nach dem Clip. Überlagern legt die Auswahl auf die nächsthöhere Videospur in der Timeline und verdeckt die Spur darunter. Bei Clips mit Ton legt die Auswahl auf die nächsthöhere Videospur, die Audiospur auf die nächstuntere Spur in der Timeline. Die Auswahl Ersetzen ersetzt den Clip in der Timeline. Ist die Auswahl aus dem Quellmonitor nicht lang genug, wird das durch eine schraffierte Linie in der Timeline angezeigt und mit schwarz gefüllt. Der Befehl Überschreiben ist ähnlich zu der Methode Überlagern. Dabei überschreibt der Clip aus dem Quellmonitor den bestehenden Clip in der Timeline und verschiebt ihn nicht in die nächste Spur. Schneller und genauer geht es natürlich mit den Tastenkürzeln. Wichtig hierbei ist die Spurzuordnung in der Timeline. Das Tastenkürzel Komma fügt den Clip in die Timeline ein und verschiebt die nachfolgenden Clips. Das Tastenkürzel Punkt überlagert den Clip in der Timeline. Mit gedrückter Alt-Taste und Drag and Drop kann man den Clip in der Timeline austauschen, ohne seine Attribute zu verändern. Das heißt, seine Transformieren-Einstellungen und Effekte sind davon nicht betroffen, sie bleiben erhalten. Das war Clips in die Timeline einfügen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniere Video Control und klicke auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen hoch.